Im heutigen Video testen wir den Metronom-Doppelstockzug RE2, der von Hannover nach Nordheim fährt, beziehungsweise seine Endstation ist Göttingen. Wir steigen aber in Nordheim um und nutzen dann eine Regionalbahn, die RB 81, um nach Nordhausen zu kommen. In beiden Zügen fahren wir jeweils in der ersten Klasse. Viel Spaß! Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Sehr, sehr schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin gerade auf dem Weg nach Hannover, denn ich möchte heute für euch mal ein bisschen den Nahverkehr filmen. Das Witzige ist, Nahverkehr gilt sogar auch von Hannover bis Göttingen, weil wir möchten heute den Metronom RE2 verabschieden. Weil ihr wisst ja, der wird zum Juni 2026 abgeschafft und durch die Deutsche Bahn ersetzt. Und daher möchte ich dem Zug noch ein kleines Video widmen. Wir fahren wie gewohnt in der ersten Klasse. Ja, ich bin jetzt an meinem Startbahnhof und da kommt gerade mein Regionalexpress, um zum Hauptbahnhof zu kommen. Wir sehen uns gleich am Gleis wieder und drückt mir die Daumen, dass der Zug in der ersten Klasse, der Metronom, schön leer ist. Der erste Teil der Fahrt beginnt. Ich sitze gerade im Regionalexpress nach Hannover. Also wir nutzen ja den Metronom RE2, der fährt ja normalerweise bis Göttingen, aber wir steigen schon in Nordheim aus, weil wir wollen von Nordheim nämlich die Regionalbahn RB 81 nehmen, um nach Nordhausen zu kommen. Also wir haben heute viel Nahverkehr auf dem Plan. Ja, ich lasse es mir jetzt noch gut gehen hier im Regionalexpress, der ist schön leer. Die erste Klasse Sitze sind sehr gemütlich, also Top-Zug. Und wir sehen uns gleich am Bahnsteig wieder in Hannover, wo unser Metronom RE2 einfährt. Ich hoffe, dass ich die Einfahrt sehen kann. Wird schon klappen. Ich bin nun gut am Hauptbahnhof angekommen und auf zum Gleis. Ich habe unseren Zug schon gefunden. Da ist er. RE2, 15:36 Uhr auf Gleis 4. Einmal hoch, bitte. Ich war ja heute fleißig auf der Arbeit. Da habe ich es mir verdient, dass ich auf der Rolltreppe faul sein darf. Wir kommen an. Da ist er. RE2. Kommt um 15:26 Uhr aus Göttingen an. Super, dann sehen wir seine Einfahrt. Es ist gerade so voll am Bahnsteig, dass ich hier gar nicht filmen kann. Da müsste ich ja alle Leute rausnehmen. Aber unser Zug kommt jetzt. Ihr habt jetzt den Einweiser gehört. Hier ist es so voll, dass sogar Einweiser gebraucht werden. Und ganz langsam kommt unser RE2 eingefahren. Da ist er. Ach schade, es ist ein Alter. Haha, hier ist gleich die erste Klasse. Wunderbar. Na dann mal hinein mit uns. Ja. Hier kommt noch ein Überblick über unsere heutige Route. Wir starten in Hannover und nutzen als erstes den Metronom RE2 und fahren Richtung Süden an dem Fluss Leine entlang nach Nordheim. Und da ist schon Nordheim. In Nordheim steigen wir um. Und hinein. Da ist sie. Die erste Klasse. 5 Sterne. Haha. Da sind wir. Oh, hier kann man es ja aushalten. Ach, ich nehme so einen schönen Vierer hier. Wunderbar. Gerade ist noch ein bisschen Action mit dem Ausstieg, weil da ist eine Person, die im Rollstuhl sitzt und der Person muss natürlich geholfen werden. Deswegen wird es jetzt vielleicht noch ein bisschen dauern. Wenn wir uns umschauen, sehen wir, dass das leider kein neuer ist. Es gibt nämlich schon die 5. Baureihe, beziehungsweise die 5. Version. Und die hat LED-Licht und wir haben hier definitiv kein LED-Licht. Aber es ist trotzdem schön hier. Hier ist sogar eine schöne Anzeigetafel, nur für die erste Klasse. Wunderschön. Da oben ist noch eine Anzeige. Und wir sehen, es ist 15:29 Uhr. In Kürze geht's los. Hier haben wir eine Gepäckablage. Aber da passt kein Koffer zwischen. Oh, das ist ja cool.
Ein Sitzplatz mit ausklappbarem Tisch? Ja, das testen wir gleich mal. Aber erstmal testen wir den Sitz. Der ist riesig und super bequem. Mal gucken, ob man ihn verstellen kann. Nein, man kann ihn leider nicht verstellen. Aber er ist trotzdem super bequem. Hier sehen wir die Sitze nochmal im Detail. Schönes Muster. Und ein Personentrenner ist auch da. Sehr schön. Ja, kann man aushalten hier, ne? So wie es aussieht, habe ich die Bude komplett für mich alleine. Yay! Party! Naja, nur halbe Party, weil hier ist nämlich Alkoholverbot. Gerade während der Einfahrt haben wir ja den Steuerwagen gesehen. Und der Steuerwagen hat immer die erste Klasse oben beim Metronom. Ganz vorne, in unserem Fall, ist dann die Lok und die zieht dann halt den Zug aus dem Bahnhof wieder raus. Vorhin hat sie ja den Zug reingeschoben. Vielleicht sehen wir nachher die Lok nochmal, aber ich glaube, das kriege ich nicht so ganz gut hin. Sogar hier in dem Zug gibt es Einweiser, weil viele Leute irgendwie nicht den richtigen Waggon finden, auch wenn jeder frei ist. Laut Plan soll es um 15:36 Uhr losgehen. Also Sitzkomfort und Temperaturgrade sind optimal. Es ist angenehm kühl, aber nicht zu kühl. Und ich sitze ja im Poloshirt hier, also absolut top. Das wird, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Stunde, weil die Fahrzeit soll 1 Stunde und 1 Minute betragen. Jetzt kam gerade noch mal ein Ruf, bitte einsteigen, dann sollte es ja sofort losgehen. Es ist nur noch 1 Minute, bis es losgeht. Super pünktlich, um 15:36 Uhr starten wir. Genießen wir die Ausfahrt. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen hier an Bord des Metronom zur Fahrt nach Göttingen über Ilse und Kreinsen. Wir wünschen Ihnen allen eine gute Fahrt. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie, dass diese Fahrt alkoholfrei ist. Das bedeutet, das Konsumieren sowie das Bereitstellen ist hier nicht gestattet. Der nächste planmäßige Halt in Kürze dann Saarstedt. Jetzt habt ihr noch die Ansage gehört. Die wurde von einem Menschen gesprochen, nicht von einer Maschine. Ich bin ja mal gespannt, ob die hier die Tickets kontrollieren, weil meistens, wenn ich im Deutsche Bahn Regionalexpress fahre, zum Beispiel im RE8 oder RE1, da wird irgendwie niemals kontrolliert. Also hier ist ja alkoholfrei, wie ihr gehört habt. Ist ja auch kein Problem, denn ich habe Wasser Plus zum Anstoßen. Prosit auf eine schöne Zugfahrt. Ah, Wasser Plus. Super. Und jetzt gehen wir auf die Suche nach Features. Also wir haben hier den schönen Tisch. Wunderbar, dass man hier die Getränke abstellen kann. Ein kleiner Mülleimer. Und jeder Sitzplatz hat eine eigene Steckdose in der ersten Klasse. Sehr, sehr gut. Hier sehen wir noch einen Einzelsitz. Ein Einzelsitz hat hier eine Footrest. Die probieren wir mal aus. Kann man die hochziehen? Ja, die rastet ein. Oh ja, das ist gut. Hier, jetzt seht ihr die Beinfreiheit. Ich bin 1,83 groß und ich kann mich komplett lang machen. Und hier ist der Klapptisch. Yay! Mit schöner Holzoptik. Finde ich gut. Hier ist auch noch ein kleiner Mülleimer. Ich meine, ich habe auch gerade eine Steckdose gesehen, aber wo? Also der Sitz hat keine Steckdose. Aber dann diese Doppel-Einzelsitze, die haben eine Steckdose. Ist aber alles wirklich schön sauber. Wunderbar. Hier kannst du noch Sitzplätze reservieren, aber ich weiß nicht, wie das gehen soll. Bei der Buchung konnte ich keinen Sitzplatz reservieren. Also diese tolle erste Klasse nutzt mit mir zusammen nur eine Person. Also das ist absoluter Party-Doppelstockwagen, ey. Es ist so schön ruhig, wunderbar. Jetzt wollen wir aber mal schauen, wie schnell wir sind. Unsere Höchstgeschwindigkeit ist 160 km/h. Werden wir ein GPS-Signal bekommen? Okay, wir haben die 160 schon erreicht. Dann gucken wir mal raus, wie 160 km/h hier aussehen. 160 km/h Power. Das ist ja cool.
dass dieser Doppelstockwagen so GPS-durchlässig ist. Ich habe schon Züge gesehen, da gab es kein GPS-Signal. Also der fährt wunderbar ruhig, sehr angenehm, kann man gut aushalten. Schade, dass es die alte Generation ist, dass es nur die modernisierte Generation ist. Aber bisher alles top. Suchen wir nun WLAN. WLAN gefunden. Was wird es uns bieten? WLAN 5. Im Netzwerk anmelden. Da sind wir. Das ging aber flott. Wir sind drin. Gibt es ein Portal? Nein. Aber da wir gerade 160 km/h fahren, müssen wir einen Speedtest machen. Hey, das ist ja gar nichts. Das reicht ja gerade mal, um eine Nachricht zu schreiben. Das ist lahm. Also nicht mal ein Mbit. Das ist zu langsam. Naja, schade. Da kommt unser erster Halt. Saarstedt. Ich bin hier schon mal ausgestiegen. Ist nicht viel los hier. Der nächste Supermarkt ist 10 Minuten zu Fuß weg. Also einmal rausspringen und was einkaufen, lohnt sich hier nicht. Da seht ihr das Schild Saarstedt. Was ich durchaus verrückt an diesem Zug finde, ist, wenn er bremst, riecht es komisch. Als wenn irgendwie Gummi verdampft. Ja, kann ich nicht anders beschreiben, aber vielleicht versteht ihr, was ich meine. Wir müssen unseren Zug tatsächlich in der Deutsche Bahn-App verfolgen. Weil wir haben kein Metronomportal. Die Anzeige hier im Waggon zeigt nämlich keine Uhrzeiten an. Und wir verlassen Saarstedt. Mann, der hält aber kurz. Geht richtig flott. Mach's gut, Saarstedt. Ich habe unsere Strecke gefunden. Also wir haben eine eigene Strecke. Hier die grüne, das sind 160 km/h. Und da ist auch schon unser nächster Halt, Nordstemmen. Also wir fahren an der Schnellfahrstrecke vorbei. Das ist das braune hier. Da darf bis zu 250 km/h gefahren werden. So, hier sehen wir nochmal ein paar Halte. Ja, irgendwo muss da auch Nordheim sein. Ach, Nordheim ist noch weiter südlich. Also auf der gesamten Strecke sind 160 km/h erlaubt, unsere Höchstgeschwindigkeit. Ich habe noch eine zweite Seite, wo wir unseren Zug tracken können. Live. Na, du möchtest den bitte markieren? Jetzt ist er markiert. Sehr schön. Da fahren wir RE2. Stimmt sogar fast. Okay, er ist ein bisschen vor der Zeit. Er ist nämlich kurz vor Nordstemmen und angeblich sind wir mit GPS dort. Also wir holen uns auf der Karte jetzt ein. Das ist witzig. Mit dieser Seite, die heißt GeoPS, könnt ihr immer mal Züge tracken. Aber ob die Daten stimmen, sieht man ja, kann man nicht wissen. Ach, ich habe noch ein Feature gefunden. Leselampe. Funktioniert. Wo ist mein Daumen? Da. Wunderbar. Und wir machen eine Pause direkt vor dem Bahnhof Nordstemmen. Okay, die Pause war sehr, sehr kurz. Wir fahren schon wieder weiter. Unsere Anzeige funktioniert. Wir erreichen Nordstemmen. Ach, Kleiderhaken gibt es auch noch. Ich habe keine Kleidung dabei, die ich anhängen möchte. Wir erreichen Nordstemmen. Mit bisher 2 Minuten Verspätung. Hier ist auch nicht so viel los. Ich wurde gerade kontrolliert. Wunderbar. Ich habe es nämlich schon in anderen Regionalzügen erlebt, dass man einfach
Schwarzfahrer in der ersten Klasse geduldet hat. Aber hier wird kontrolliert, wunderbar, ganz toll Metronom. Mein Geld ist hier gut angelegt, ich genieße die Fahrt sehr. Wenn wir schon gerade über Schwarzfahren, erste Klasse und Geld reden, zeige ich euch mal, was dieses Ticket kostet. Wir fahren ja von Neustadt bei Hannover über Hannover nach Nordheim und von Nordheim weiter nach Nordhausen. Erste Klasse, also wirklich nur Regionalzüge. Und das kostet ohne Bahncard-Rabatt echt 80 Euro. Also wirklich sehr, sehr teuer. Ich habe mein Ticket wesentlich günstiger bekommen. Ich habe ja eine Bahncard 25 und ich hatte noch einen Gutschein für einen verspäteten ICE. Also ich habe heute nur 25 Euro gezahlt für die Fahrt nach Nordhausen. Ja, super. Ach, das lese ich ja jetzt erst. Es gibt auch ein Deutschland-Ticket-Upgrade für 30 Euro. Also wenn man ein Deutschland-Ticket hat, kann man erste Klasse obendrauf buchen. Ja, keine schlechte Idee. Finde ich als normal buchender Kunde aber ziemlich unfair. Wir haben gerade Elze verlassen und haben jetzt wieder unseren Topspeed von 160 km/h erreicht. Ja, die Gegend hier ist nicht so spektakulär. Sie besteht scheinbar nur aus Feldern. Ja, hier kann man es definitiv aushalten. Zwar alte Gurke, aber top gemütlich. Ich habe gerade am Bahnsteig einen gelben Fahrkartenautomaten gesehen. Anscheinend hat Metronom sogar eigene Fahrkartenautomaten. Ich achte beim nächsten Bahnhof mal darauf. Vielleicht kann ich einen einfangen. Also wenn die Anzeige bei der Deutschen Bahn stimmt, sind wir super pünktlich. Die Distanzen zwischen den einzelnen Bahnhöfen sind echt kurz. Ich sehe nicht einmal 10 Minuten. Geht flott. Da hinten ist mal ein bisschen Landschaft. Ein Hügel. Was ein bisschen die Idylle hier in der ersten Klasse trübt, ist, dass unter uns ein zweite Klasseabteil ist, wo man mit dem Kinderwagen hin soll. Und ja, hier sind einige Kinderwegen und die Kinder schreien. Und zwar nicht gerade leise. Also Babygeschrei muss man hier wohl in Kauf nehmen. Mir ist auch noch aufgefallen, dass es durchaus schwierig sein könnte, hier aufs Klo zu gehen, weil das WC steht permanent auf Rot. Also bringt eure Getränke lieber vor Fahrtantritt weg. So langsam wird es hier richtig schön. Immer mehr Hügel. Das ist eine tolle Gegend. Gefällt mir gut. Oh, da war ein gelber Fahrkartenautomat. Also wenn ihr Ruhe sucht, dann solltet ihr hier hinziehen. Hier scheint nichts los zu sein. Der Ort heißt Vreden. Aber es ist schön hier. Häuser auf dem Hügel, richtig cool. Ich habe die ganze Zeit irgendwie im Gefühl gehabt, dass ich was vergessen habe. Ich weiß was. Die Sonnenblende. Wie konnte ich sie vergessen? Oh, da ist noch ein Metronom. Sehr schön. Ja, wir haben auch eine Sonnenblende. Der nächste Halt ist schon Nordheim. So schnell gehen 1 Stunde und 1 Minute Fahrt in Metronom vorbei. Ging mir echt zu schnell, weil ich fühle mich hier sehr wohl. Und was halt richtig erstaunlich ist, wir sind super pünktlich. Tja, nun muss ich aussteigen. Hier sehen wir es nochmal. Nordheim. Und 2 Stationen später ist auch schon der Endhalt Göttingen. Oh, das Klo ist gerade frei. Ihr hört schon, es ist etwas lauter hier. Ach, guckt mal. Wir können den Steuerwagen sehen. Das ist ja toll. So sieht der Metronom-Steuerwagen aus. Spiegelt alles so ein bisschen. Schön, haben wir den auch noch mal gesehen. Hier seht ihr noch mal rauchfrei, alkoholfrei. Nordheim.
Und hinaus. Wir sind in Nordheim angekommen. Mal gucken, wie es hier aussieht. So sieht es hier aus. Oh, ich krieg den Triebwagen noch mal von vorne. Super. Korrektur, Steuerwagen. Der zieht ja nicht. Hier ist der Steuerwagen. Ja, super. Ist schon schön. Mach's gut, RE2. Hat viel Spaß gemacht mit dir. Ja, da oben in der ersten Klasse habe ich es mir gerade gemütlich gemacht. Ist schon schade, dass Metronom diese Strecke abgibt in 06 2026. War eine wunderschöne Strecke. Jetzt geht's zur Regionalbahn auf Gleis 13. Nordheim. Wir sind richtig, da ist Gleis 13 schon ausgeschildert. Einmal links rum bitte. Da ist es nochmal in unübersehbar. Da geht's raus. Und so sieht's in Nordheim aus. Naja, gemütlich ist was anderes, ne? Gleis 13 scheint ein bisschen weiter weg zu sein. Gleis 13, Fahrstuhl. Ich nehme aber die Treppe. Ich kann mich noch ein bisschen bewegen. Oh, da ist er schon. Nordhausen. Da steht er schon. Wie cool. Oh Mann, was ist das denn? Wow. Was ist denn das für ein schöner Zug? Ein Braunschweig-Zug, wie lustig. Oh, der ist schön. RB 80 nach Nordhausen. Moment, ich soll doch RB 81 nehmen. Ich nehme den. Gehen wir mal nach vorne. Ja, RB 80? Nein, es wird RB 81. Da ist die erste Klasse. Schauen wir uns ihn noch mal von vorne an. Tada! Hier kommt noch ein Überblick über unseren zweiten Teil der heutigen Route. Wir sind ja gerade in Nordheim auf Gleis 13 und von Nordheim nutzen wir die RB 61 am wunderschönen Südharz entlang bis nach Nordhausen. Unsere Höchstgeschwindigkeit sind unglaubliche 100 km/h. Da ist Nordhausen unser Ziel. Und hinein. Oh, man sieht gar nichts. Voll mit Graffiti. Ach, wie cool. Hier ist gleich ein Display. Ja, ich bin richtig. Da steht RB 81. Und da ist auch Nordhausen. So sehen die zweite Klasse Sitze aus. Gar nicht verkehrt. Kann man aushalten. Und hinein. Hey, das ist ja ein kleines Kuschelabteil hier. Schön. Ich muss aber noch mal kurz rausgehen. Ich habe nicht gesehen, was für ein Zug das ist. Ich muss euch ja auch die Bauart nennen. Also das kann man hier doch aushalten, ne? Die sehen toll aus, die Sitze. Sagen wir, es ist Leder. Erste Klasse. Ne, ist fest. Aber der geht runter. Tisch haben wir auch, aber keine Aussparungen für Becher. Das ist schon sehr verrückt. Der Zug wird fast eine halbe Stunde früher bereitgestellt. Also kann man sich guten Platz ergattern. Jetzt wissen wir auch, um was für einen Triebwagen es sich handelt. Es ist ein Alstom Coradia Lind 41, Baureihe 648. Dieselbetrieben natürlich. Höchstgeschwindigkeit 120 km/h. Mal schauen, ob wir die erreichen. Der Sitz ist übrigens so hart, wie er aussieht. Und ich komme mit dem Knie an den Mülleimer. Da ist der Sitz, da ist mein Bein.
muss ich mich runterrutschen lassen. Aber 2 Sitze zusammen haben eine Steckdose. Das hätte ich nicht erwartet. Über mir ist noch eine Gepäckablage. Da passt aber auch kein Koffer zwischen. Da ist noch ein Wäschehaken und das war's. Ich glaube, es gibt hier keine weiteren Features. Ich schaue mal, ob wir WLAN haben. Also ich habe ein WLAN-Netz gefunden. Ob es das vom Zug ist, weiß ich noch nicht. Ah, scheint vom Zug zu sein. Cool. Okay, wir sind verbunden. Speedtest gibt's später, wenn wir auf der Strecke sind, wo nichts ist. Los geht's. Genießen wir die Diesel-Power-Beschleunigung. Liebe Fahrgäste, herzlich willkommen in der RB 81 nach Nordhausen über Herzberg am Harz. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Ich glaube, das wird eine sehr entspannte Fahrt. Ohne große Geschwindigkeiten. Wenn wir mal auf die Netzkarte schauen, dann sehen wir, dass unsere Strecke hier nur mit 100 km/h befahren werden darf. Unser Zug darf ja maximal 120 fahren, aber naja, die 120 werden wir nicht sehen, weil ja nur 100 erlaubt ist. Wir genießen jetzt eine schöne Zugwanderung, also ein GPS-Signal bekommen wir auch. Mal schauen, wann wir unseren Topspeed von 100 km/h erreichen. 80 km/h haben wir schon mal. Spürt ihr diese gigantische Beschleunigung? Wir haben unseren Topspeed erreicht, 100 km/h. Und so sieht das aus im Alstom Coradia Lind. Ist ganz schön laut, der kleine Zug. Man hört den Motor ganz genau. Oh, wir sind sogar zu schnell, angeblich 102 km/h. Hier ist wohl ein Flugplatz. Also ich habe noch mal geschaut. Es gibt kein Portal, kein Online-Portal, aber wir machen jetzt mal einen Speedtest bei unserer Höchstgeschwindigkeit. Und wir sind ja mitten im Nichts. Und los geht's. Alles klar. Ja, 100 Mbit, das haben nicht mal viele Leute zu Hause. 91 hat er rausgeworfen, das ist ja ein Wahnsinn. Wer hätte das gedacht, dass dieser kleine Dieselzug so gutes Internet hat? Unsere Fahrt dauert ein kleines bisschen länger als eine Stunde. Also wir können jetzt schön die Berge genießen. Aber da unser Zug so langsam ist, lässt er sich gut tracken. Hier, das GPS-Signal ist fast gleich mit der Position auf der Karte. Nicht schlecht. Diese kleinen Hügel, die ihr hier seht, das sind die letzten Ausläufer des Harzes. Wir sind nämlich am südwestlichen Rand des Harzes. Und wir fahren echt mitten durchs Nichts. Aber das ist wunderschön und entspannend. Der Zug ist gut gefüllt, aber die Leute sind angenehm ruhig. Wir erreichen nun Herzberg am Harz. Das könnte man womöglich schon mal gehört haben. Denn Herzberg am Harz hat sogar ein paar Sehenswürdigkeiten. Zum Beispiel das Schloss Herzberg und die Nikolaikirche. Hier in Herzberg hat man sogar Anschluss an eine Regionalbahn nach Salzgitter. Also ist schon minimal größer als alle anderen Bahnhöfe, an denen wir gerade vorbeigefahren sind. Wir erreichen nun den Ort Bad Sachsa. Die Bezeichnung Bad
bezeichnet den Ort als staatlich anerkannten Kurort. Also hier soll ein sehr, sehr angenehmes Klima sein, was sogar auch therapeutische Wirkungen hat. Bad Sachsa habe ich schon mal besucht. Ich kann mich aber nicht dran erinnern, weil da war ich noch ganz klein. Da waren meine Eltern mit mir in einem Hotel. Ich glaube aber, dass es sehr schön dort war. Bad Sachsa hat in der Mitte einen See, daran erinnere ich mich noch. Und hat halt auch einige Museen. Nämlich ein Wintersportmuseum und ein Heimatmuseum. Hier in Bad Sachsa ist der Zug wieder leer geworden. Ich habe nämlich noch ein Feature, was ich euch zeigen möchte. Da ist ein Mülleimer. Yay! Und so sehen nochmal die Sitze von der Seite aus. Jetzt ist hier Ruhe eingekehrt. Das Erstaunliche an diesem Zug ist, es ist kein Bahnpersonal da. Niemand wollte meine Fahrkarte sehen. Die nächsten Ortschaften kann man nicht kennen. Aber wir können ja noch ein bisschen die schöne Umgebung genießen. Bisher habe ich ja immer nur auf der linken Seite gesessen. Gehen wir mal auf die rechte Seite. So schön grün ist es hier. Also das ist wirklich eine Zugwanderung. Sehr, sehr angenehm. Hört ihr das Gequietsche? Das sind wahrscheinlich die Dämpfer, weil die Gleise so neben sind. Jetzt ist nicht mehr viel los in unserem Zug. Gefühlt sehen die sogar gemütlicher aus. Das gibt's ja nicht. Die sind gemütlicher als die Ledersitze. Na, da lohnt sich die erste Klasse vom Komfort aber nicht. So sehen die Sitze nochmal aus. Aber hier gibt's keine Steckdose. Doch, es gibt eine Steckdose, aber nur eine Steckdose für 4 Sitze. Hier in der ersten Klasse ist die Steckdosendichte doppelt so hoch. Wir haben nämlich eine Steckdose für 2 Sitzplätze. Also ich bin sehr erstaunt über die Qualität der Bahnhöfe. Jeder Bahnsteig ist modernisiert und sieht einfach top aus. Echt gut. Womöglich habt ihr ja gesehen, dass ich schon einige bzw. zahlreiche Videos vorbereitet habe, die aber nur für Mitglieder sind. Also falls ihr Bock habt, mich zu unterstützen, werdet doch Business Class Mitglied. Jeder Euro von eurer Mitgliedschaft hilft mir, weiterhin gute Videos zu machen. Ich bedanke mich schon mal, falls einer von euch mich mitgliedert. Wir erreichen ja in Kürze unsere Endstation Nordhausen. Nordhausen hat sogar einiges zu bieten. Von Nordhausen aus fahren zum Beispiel die Harzer Schmalspurbahn. Da habe ich sogar auch mal ein Video drüber gemacht. Ich verlinke das mal. Und aus Nordhausen kommt der gute Nordhäuser Doppelkorn, nämlich von der Firma Nordkorn. Hey, Party! Also Nordhausen ist schon wirklich schön, hat auch noch ein cooles Schwimmbad. Und von dort aus fahren Abellio-Züge, die waren auch nicht verkehrt. Habe ich auch ein Video drüber gemacht. Ja, gleich werden wir sehen, wie der Nordhäuser Bahnhof aussieht. Womöglich haben wir Glück und kommen sogar an einem Vorheizhaus vorbei, wo die Harzer Schmalspurbahnen angefeuert werden. Da ist ein ganz alter Ringlokschuppen, der verfällt. Da ist eine Harzer Schmalspurbahn, da dampft eine. Da ist sie. Da dampft eine, aber die ist schon angeheizt. Hier, in der Halle, da werden die Harzer Schmalspurbahnen angeheizt. Ha, wir haben es gefunden. Cool. Einfahrt in Nordhausen. Ein wunderschöner Strommast auf dem Bahnsteig. Hat man auch nicht immer. Und hinaus.
Wir sind übrigens perfekt pünktlich. Und so sieht es hier aus. Sagen wir auf Wiedersehen. Mach's gut, lieber Coradia Lind, Baureihe 648. Ja, das war eine tolle Fahrt. Wir sind perfekt pünktlich, alles stressfrei gewesen. Okay, am Hauptbahnhof in Hannover war es ein bisschen voll, aber da wir ja erste Klasse gefahren sind, durften wir im anderen Bereich vom Bahnsteig stehen. Also hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.